2 Jahre, 8 Serien. Wo hat das MCU versagt? Welche Serien sind einfach nur geil? Das alles in diesem Video. Willkommen zu einem erneuten Ranking hier auf unserem Kanal. Ja, eigentlich sollte das unser Einstieg in Marvel sein. Allerdings haben wir uns dann doch kurzzeitig umentschieden, weil wir einiges über diese wunderschöne She-Hulk-Serie zu sagen hatten. Deswegen kommt jetzt ein komplettes Ranking über die bis jetzt bestehenden Marvel-Serien im MCU. Nun, ich bräuchte es eigentlich nicht mehr sagen, aber zur Sicherheit, hier geht natürlich auch wie immer eine ganz klare Spoilerwarnung raus über das komplette Marvel Cinematic Universe, da wir etwas detailreicher über diese verschiedenen Serien reden werden. Also, Platz 8. Ja, was soll ich zu She-Hulk groß sagen? Ja, ich glaube zusammengefasst, She-Hulk ist einfach nur Scheiße, der größte Müll, den Marvel jemals produziert hat. Ich gehe jetzt gar nicht ins Detail, weil ich glaube, wir haben im letzten Video gut genug darüber geredet, was ein Rotz diese Serie ist. Auf zu Platz 7. Und das ist die einzige Animationsserie, die seit 2019 im MCU released wurde. Die Serie hat 9 Folgen und heißt What If, mit der die Regeln des Multiversums schon neu geschrieben wurden. Die Serie hat eine Haupthandlung, in welcher der Watcher so die Nebenhandlungen, also die Geschichten aus den einzelnen Universen erzählt. Und somit ist die Serie so ein bisschen aufgebaut wie das MCU an sich. Nämlich, wir haben viele verschiedene Stories, die dann auf ein gemeinsames Finale hinauslaufen, in welchem sie Ultron Supreme besiegen müssen. Die Serie hatte ihre guten Momente, also 1-2 Folgen waren ganz gut. Im Vordergrund natürlich die Doctor Strange Story, die war echt gut umgesetzt und spielt auch sehr gut mit dem Was wäre wenn. Aber naja, der Rest der Serie war wirklich nicht so gut. Auf jeden Fall hat Marvel in dieser Serie das volle Potenzial definitiv nicht ausgeschöpft. Zum Beispiel so eine Agent Carter Storyline, die war jetzt nicht so interessant, wie ich es mir erhofft hatte. Und die Thor-Folge war für mich sowieso unter aller Sau. Genauso war das Finale einfach lasch. Also ich glaube, man kann es nicht anders sagen, einfach nur lasch. Die Story war nicht interessant, der Kampf war zeitweise vielleicht ganz cool, aber eigentlich im Allgemeinen, die Folge war nicht, wie ich mir ein Finale für so eine Serie erhofft hätte. Wenn man dieses kurze Recap also zusammenfasst, muss man einfach sagen, die Folgen an sich funktionieren in sich abgeschlossen gut, aber wenn sie auf ein gemeinsames Ziel hinausarbeiten, ist die Serie irgendwie langweilig und ich habe das eigentlich auch schon wieder vergessen, was groß in dieser Serie passiert, denn zur allgemeinen Story bringt es sowieso nichts bei und ja, mehr habe ich dazu jetzt nicht mehr zu sagen. Ach ja, by the way, warum macht Star Wars nicht mal ein What If? Also, ich würde es gucken. Kommen wir nun zu Platz Nummer 6 und den belegt bei uns The Falcon and the Winter Soldier. Ja, das ist eine der ersten Serien gewesen mit WandaVision und Loki, die von Marvel announced wurden. Und am Anfang waren wir eigentlich von diesen ganzen Serien am meisten auf The Falcon and the Winter Soldier gehypt. Ob sie uns nun endlich gefallen hat oder nicht? Naja, nun zunächst einmal, was gut an dieser Serie funktioniert. Die Actionsequenzen oder die Kampfsequenzen in dieser Serie funktionieren echt gut und sehen auch sehr handgemacht aus. Das hat uns sehr, sehr gefallen. Auch die Dynamik zwischen Sam Wilson und Bucky Barnes funktioniert reibungslos, wie auch in den anderen Filmen. Aber das war's dann auch schon mit dem Lob an der Serie. Sie sieht vielleicht noch gut gemacht aus, aber mehr dann auch nicht. Denn was dieser Serie missfällt, ist, dass sie nur 6 Folgen hat und in diesen 6 Folgen passiert eigentlich nicht wirklich was. Ich meine, wir haben in Avengers Endgame mitbekommen, dass jetzt Sam Wilson unseren geliebten Captain America ersetzen wird und wir erfahren dann gleich in der ersten Folge von Falcon and the Winter Soldier, er will es doch nicht machen. Und die Serie dreht sich dann einfach nur darum, dass er es wieder wird. Und das hätte man einfach nicht gebraucht. Man hätte die Serie einfach beiseite legen können, weil wir sind jetzt genau da, wo wir nach Endgame standen, bloß dass jetzt Sam Wilson seinen Anzug hat. Nun auch neue Charaktere, wie zum Beispiel die Anführerin von den Flag Smashers, funktioniert einfach gar nicht. Ich meine, die sind durch und durch Terroristen. Ich meine, sie sprengen ein Haus in die Luft, wo Menschen drin sind. Und
Sam Wilson versucht da noch irgendwie was Gutes in ihr zu sehen. Ich weiß ja nicht. Und auch ein John Walker funktioniert hier und da nicht ganz. Ich meine, er wird uns präsentiert als eigentlich ein Bösewicht, aber eigentlich reagiert er nur ganz normal und will seinem Land dienen. Deswegen hat die Serie sehr viele Probleme mit ihren Bad Guys, die nicht gut ausgearbeitet wurden und auch am Ende nicht wirklich bedrohlich wirken. Abschließend kann man sagen, dass The Falcon and the Winter Soldier eigentlich nur auf Thunderbolts und Captain America 4 eine Vorgeschichte bildet, aber wir sind auf beide eher weniger gehypt. Kommen wir nun zu Platz 5 und das war eine echte Überraschung für uns, Miss Marvel. Ja, damit hätte wohl keiner gerechnet, dass die besser performt als The Falcon and the Winter Soldier, aber nun steht sie über ihn. Fangen wir bei unserem Hauptcharakter an und das ist natürlich Miss Marvel, aka Kamala Khan. Und sie wird uns direkt in der ersten Folge mega sympathisch rübergebracht als kreative, jungen Fan von Captain Marvel. Auch ein Bruno als besten Freund oder ein Kamran als Love Interest sind echt gut ausgearbeitet. So haben sie wirkliche Charakterentwicklung in dieser Serie durchzogen. Ein weiterer starker Punkt ist die Kultur, in der Kamala Khan aufwächst. Als Pakistanierin und streng gläubigen Eltern, die nichts von Superhelden halten, ist es wirklich sehr, sehr schwer für sie, ihren Platz in dieser Welt zu finden. Kommen wir zu dem Part, der uns nicht gefallen hat. Zum Beispiel, da wären die Clandestines, die einfach irgendwie weird daherkommen. Es wird nicht wirklich erklärt, was sie sind, wo sie jetzt schließlich herkommen und so wirklich die Bösewichte sind sie auch nicht. Da ist eher das DODC ein größerer Bösewicht für unsere junge Superheldin, wobei das auch irgendwie ziemlich im Wirrwarr geworfen wird mit den Clandestines. Auch wenn am Anfang die Folgen ein gutes Tempo haben und auch wirklich Spaß gemacht haben zum Schauen, sind dann die letzten 3 Folgen einfach recht langweilig, da die Story einfach austrudelt. Trotz allem war Miss Marvel wirklich eine positive Überraschung und bereichert für uns tatsächlich auch The Marvels, der dann nächstes Jahr in die Kinos kommt. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely is a man without love. Brauche ich noch mehr sagen? Platz 4 ist Moon Knight. Wohlverdient. Die Serie war wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich habe viel über diese Serie zu sagen. In Moon Knight geht es um Stephen Grant, der mit multiplen Persönlichkeiten zu kämpfen hat. Die Serie hat ganze 6 Folgen, die eigentlich ziemlich gut waren. Also vor allem die ersten Folgen haben uns unheimlich gut gefallen. Die waren sehr, sehr gut umgesetzt, starke Visuals, auch sehr gutes CGI. Die waren rundum einfach perfekt. Vor allem das Mysterium um Stephens zweiten Charakter, nämlich Mark, ist sehr stark umgesetzt. Und die 5. Folge gefällt uns so unheimlich gut, da so gespielt wird mit der Vergangenheit von Mark und wie er sich eigentlich Stephen ausgedacht hat. In dieser Folge muss man so umdenken und sie ist so komplex und das macht diese Serie wirklich gut. Die Story ist bis zu dem Zeitpunkt enorm stark. Vor allem die Charaktere in dieser Serie sind enorm gut. Also Moon Knight ist natürlich ein Standout-Charakter für sich selbst, aber auch Ethan Hawkes Charakter ist so gut umgesetzt und bringt auch enorm viel zur Story bei. Ebenso die ägyptische Mythologie in dieser Serie, die stark beleuchtet wird, und auch die Avatare der ganzen Götter sind eigentlich alle wirklich gut umgesetzt. Unser einziger Kritikpunkt an dieser Serie ist das Finale. Und das ist aber auch kein Kritikpunkt nur für diese Serie, denn Marvel hat allgemein das Problem, dass die Folgen oder die Serien im Allgemeinen einfach zu kurz sind. Es wird zu viel erzählt in dieser kurzen Zeit und so wird meistens in der letzten Folge alles viel zu schnell abgehandelt und davon ist Moon Knight leider auch ein Opfer geworden. Moon Knight hat uns im Endeffekt eher begeistert, als es andere Serien getan haben, aber wie eben bei Miss Marvel, aufs Ende hin ist diese Serie einfach ausgeplätschert, was auch den Platz 4 für Moon Knight gerechtfertigt. Kommen wir nun zu den Top 3 und den ersten Platz, den 3. Platz macht Hawkeye. Ja, die Hawkeye-Serie wurde letztes Jahr um die Weihnachtszeit veröffentlicht und wurde uns quasi so als eine Art Die-Hard-Version in Marvel präsentiert. Und sie hat auch perfekt in diese Jahreszeit um Weihnachten hineingepasst. Ja, Clint Barton mit seiner Familie in New York etwas privater zu erleben, war echt ganz schön und ganz nett.
und auch die Schauspielerin Hailee Steinfeld macht ihre Sache wirklich gut als Kate Bishop und ist wirklich ein Sympathieträger für diese Serie. Was die Serie gut macht, es geht nicht wieder um den größten Bösewicht oder die größte Gefahr aus dem All. Nein, es ist eine wirklich geerdete und schön erzählte Story. Auch die Schauspieler untereinander funktionieren perfekt. Ich meine, Kate Bishop und Clint Barton, die Chemie ist einfach überragend gut und funktioniert meiner Meinung nach am besten von diesen neuen Avengers mit den alten. Der Humor und die Action passen wirklich sehr gut in diese Serie hinein. Auch die Visuals sind nicht wirklich so überladen. Sie bleiben in dem Rahmen, in dem sie sind. Und so funktioniert die Serie wirklich durch die Bank weg gut. Auch ein Platz 3 hat so seine Probleme. Zum einen ist es, dass Echo irgendwie, wie wir finden, nicht in diese Serie hineinpasst. Und auch ein Kingpin viel zu überladen in diesem Staffelfinale vorkommt. Deswegen hat das Finale auch für uns so ein bisschen kleinen Beigeschmack, auch wenn das Ende ziemlich nett und versöhnlich für die Weihnachtszeit passt. Alles in allem ist die Serie wirklich rundum gut und passt jetzt auch wieder perfekt in diese Weihnachtszeit, deswegen verdient der 3. Platz. Die Entscheidung zwischen Platz 1 und Platz 2 war wieder mal sehr schwer, denn es gibt eigentlich für beide Serien nichts, was wir schlecht finden. Unser Platz 2 ist trotzdem WandaVision. Ja, eigentlich eine Zeitreise durch die Jahrzehnte, durch die verschiedenen Sitcoms, die richtig Spaß macht zu schauen. Wir begleiten Vision und Wanda bei ihrem gemeinsamen Familienleben in Westview und schon in der ersten Folge haben wir uns gedacht, wie kann es sein? Vision ist doch eigentlich tot. Und genau das ist, was diese Serie so unglaublich gut macht. Sie spielt mit ihren Zuschauern und schafft es, immer einen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Die Twists in der Handlung, in der gesamten Serie sind so gut gemacht, egal ob es jetzt ein Pietro eigentlich aus dem X-Men-Universe ist oder das Ganze in Folge 7 mit Agatha. Es war mindblowing, also wirklich. Zusätzlich alle Charaktere perfekt gecastet. Man kann es nicht anders sagen, perfekt geschauspielert. Alles an dieser Serie funktioniert so unglaublich gut. Auch dass im Endeffekt unser Hauptheld, Wanda Maximoff, eigentlich der Anti-Held bzw. der Bösewicht ist so unglaublich gut geschrieben. Ich finde keine Worte dafür, wie gut es wirklich ist. Auch die visuellen Effekte, die Farbwahl in den 40ern und 50ern im Schwarz-Weiß-Stil, sehr monoton gehalten und ab den 60ern dann so bunt und mehr so hippie-mäßig, ist echt gut umgesetzt. Ihr merkt schon, ich wiederhole mich und rede wirrwarr einfach nur raus, was ich denke, einfach weil mich diese Serie so begeistert. Alles an ihr ist perfekt und darum wirklich ein unglaublich verdienter Platz 2. Und kommen wir zum krönenden Abschluss von diesem Ranking. Platz Nummer 1 ist, wer hätte es gedacht, Loki. Ja, Loki hat seine eigene Serie bekommen und sie war wirklich atemberaubend. Sie hatte zwar auch wie die meisten anderen Marvel-Serien nur 6 Folgen, aber in diesen 6 Folgen wurde die Geschichte von Loki so gut ausgebaut und auch die Story über das Multiversum vergrößert. Und das war auch sozusagen der Startschuss für das Multiversum. Okay, wo fängt die Serie überhaupt an? Loki ist ja eigentlich in Infinity War gestorben, aber in Endgame ist ja eine Loki-Variante entwischt und genau da setzt die Serie an. Dort wird uns dann in der ersten Folge auch die TVA näher gebracht und wie das Ganze so funktioniert mit den verschiedenen Zeitlinien und dass Loki eigentlich gar nicht existieren dürfte. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll, da in Loki so viel in so kurzer Zeit passiert, aber hier ist es so gut umgesetzt, dass es im Gegensatz zu den anderen Serien nicht zu voll wirkt. Die Story um Loki und Sylvie im Void ist wirklich richtig gut geschrieben und auch das Gespräch am Ende mit He Who Remains ist wirklich so gut ausgearbeitet. Es ist kein CGI-Kampf, nein, es ist ein Gespräch unter 3 Personen und das ist wirklich mal was ganz anderes. Marvel hat wirklich versucht, was ganz anderes zu sein und das ist denen in dieser Serie wirklich auch gelungen. Klar, Loki bleibt ein bisschen auf der Strecke durch so Standout-Charaktere wie Sylvie, aber ich finde trotzdem, dass es eine gelungene Loki-Serie ist. Natürlich muss ich auch was zu den Charakteren sagen, wie zum Beispiel Loki, der wirklich mal wieder abliefert wie kein zweiter. Und auch Sylvie funktioniert neben Loki wirklich richtig gut. Auch ein Morbius, der wie ein Freund wirkt für Loki,
macht das Ganze komplett rund. Und dann auch am Ende der Bösewicht oder der im Verlauf der Geschichte weiterführenden Bösewichte, He Who Remains, wird in der letzten Folge nochmal wirklich sehr gut verkörpert und diese Darbietung von ihm macht wirklich Bock auf mehr in Ant-Man 3. Und die Visuals sind natürlich wirklich mal grandios, nichts im Vergleich zu She-Hulk. Gerade in den letzten 2 Episoden holen sie nochmal wirklich alles raus, was die Visuals angeht. Und es macht einfach Spaß zu gucken und wir freuen uns schon megamäßig auf die Staffel 2, die bald kommen wird. Somit ist das wohl ein verdienter Platz 1 und wenn sie das, was sie in der ersten Staffel genauso machen wie in der zweiten, dann ist der Platz auch weiterhin für Loki gesichert. Das war jetzt vorerst mal unser letztes Ranking-Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir wollen das nächste Jahr mit ein paar neuen Projekten starten und hoffen, dass ihr natürlich auch am Ball seid. Uns würde es natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da lasst. Und bis bald hier auf JMO Films.